Hello, I'm Scott, and this is Miriam, and we are Betwixt and Between Theater Company, and we are continuing our conversation about theater and various topics. Genau. Hallo, wir sind Miriam und Scott. Und wir setzen unsere Gesprächsreihe fort zu Theater. Und heute geht es um Theatervermittlung. And for this sort of episode, we're talking about teaching and teaching theater. So I guess we'll start with the first question. So Miriam, why is teaching important for you? Aus sehr verschiedenen Gründen. Also das eine ist, dass es mir wichtig ist, jetzt speziell in Bezug auf die Theatervermittlung, es ist mir wichtig, das weiterzugeben, was mir selbst sehr wichtig ist und mir selbst sehr am Herzen liegt. Es ist mir wichtig, zu vermitteln, wie eine Theaterproduktion funktioniert, was dazugehört. Dazu kommt aber auch, kann man auch sehr viele menschliche, personelle und auch soziale Aspekte, die für mich zum Theaterspielen gehören, die mir auch sehr wichtig sind und die mich auch anspornen, Theater zu vermitteln oder zu unterrichten, speziell für Kinder. Und da geht es halt vor allem um wirklich dieses Erleben von einem künstlerischen Prozess, dieses Durchgehen von Phasen, von Höhen und Tiefen, Momenten, wo man nicht weiß, wo es hingeht und dann zum Schluss doch zu einem Resultat, meistens zu einer Aufführung zu kommen. Und dazu gehört ja dann auch, dass man als Team arbeitet, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und diese Dinge sind mir auch sehr wichtig. Und ja, ich glaube, so dieses Spektrum so am Theater an und für sich, aber auch so das Erleben von Arbeit in einer Gruppe, das ist mir sehr wichtig und das spornt mich an, Theaterkurse zu geben. Genau. Und wie ist es denn bei dir? For me, it goes back to when I was a child, I think, in terms of my history of theater classes. Mhm. And when I was young, my parents put me in all kinds of different sports because I grew up in a very athletic family and nothing seemed to really click for me and nothing really stuck. And finally, they asked me what I wanted to do when I was 9, 10 years old. And I said I wanted to do theater. I wanted to do drama. And it was really important that my family sort of understood that for me. And they realized, okay, especially my father, who was so sports team oriented. It was important for him that I know what it's like to be on a team because I was quite an individualistic child. So being part of a theater class and also being part of theater productions, you're a part of a team. And so now I see that, and I feel like it's not all kids can play sports or have interest in sports. And I think it's really important to offer that to children, teenagers, young people, that they have an outlet, they have a creative outlet, they have a social outlet, they have a place where they can go. And that really actually does my heart good to see that, because I know that it was very difficult for me to fit in when I was young. And then I see kids come together that they have this interest in performing arts and they feel like they're a part of something. And that I love that. So. Ja, da stimme ich dir zu. Und das war bei mir auch so, dass es für mich ja eigentlich auch so der Funke wurde gezündet fürs Theater, auch in meiner Kindheit. Und zwar auch für mich, weil ich auch gemobbt wurde. In der Schule war es für mich auch wirklich so der Ort, wo ich Freunde hatte, wo ich mich zu Hause fühlte, wo ich meine Fantasie, die von meinen Lehrern kritisiert wurde, Yeah.
wo ich die einfach total ausleben konnte auch, genau. Und so dieses, ja, genau. Yeah, it was the same. So yeah, it's nice to see that and to be able to use that energy in a class for sure. And now teaching a class feels really good to see that as well. I think it's the same for you. Yeah. Ja. So do you have a question for me? Ja, genau. Also habe ich eine Frage an dich, aber vielleicht hast du sie auch schon ein bisschen beantwortet. Gibt es für dich oder was sind denn für dich die schönsten Aspekte beim Unterrichten von Theater und was sind dabei die größten Herausforderungen? So the challenges I find in teaching theater and the thing I like most about it, or what I enjoy about it, for me, I think just the challenges are usually just the same challenges I think that a lot of teachers have in teaching any subject, which is if you have an age range of kids and also a range of experience, whatever you're teaching, but in this case, drama or theater, you really have to be very aware of each of them individually, and then also to be able to, make sure that the kids who are advanced are interested, whereas the kids that don't have as much experience understand and are happy to sort of do it all in the same equal, or they're not equal, but you have to balance it as much as you can, I guess is what I'm trying to say, for the good of the class, but also that each individual is also engaged and happy and learning and is continuing to learn and grow. So I think that's the challenge. What's best about it is really, I know it sounds cliche, but it's just somebody who is not as confident or is maybe shy. And I think a lot of times, at least, well, no, any person, it could be an adult, it could be a child, it could be a teenager, but people take theater courses, I think, sometimes because they want to be more engaged, they want to be more assertive, they want to be more confident, and maybe they're a little shy at the beginning, or they're a little bit worried in the beginning. I mean, I'll hold my hand up. I'm also nervous at the beginning, but through the teaching of it, people find confidence, they lose themselves in the fantasy, they have fun, and that's the best part about teaching, is to see someone really come out of their shell and go for it, have fun, and and do a good job, and then be happy with themselves that they did a good job. Mm-hmm. And you, what about you? What are the challenges for you teaching drama, and also what do you like best about it, or what do you find rewarding about it? Also ich glaube, die größte für mich sind immer zwei Sachen herausfordernd. Das eine sind Erwartungen. Erwartungen von mir, Erwartungen der Teilnehmer, Erwartungen von Eltern, was in diesem Kurs passieren soll oder muss, wie das Produkt sein soll, was die Qualität sein sollte. Also immer wenn dieses soll, wenn so diese Erwartungen da sind, dann merke ich, dann geht eine Türe zu. Und das finde ich immer wieder sehr herausfordernd, dann immer wieder für mich zu sortieren, wo reagiere ich auf eine Erwartung, auch zum Teil meine Erwartungen, weil ich möchte ja auch gute Aufführungen machen, weil dass die Kinder Spaß haben. Ich setze mir sehr hohe Ziele. Und dann immer das wieder zu relativieren, zu sagen, hey, stopp, das ist jetzt dein Ego, das reinspricht, oder hier ist es ein Elternteil, der sich etwas wünscht, oder hier merke ich, es kommt etwas von einem Kind, und das immer wieder zu hinterfragen und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Das finde ich herausfordernd, auch gut, also interessant, aber das ist eine Herausforderung. Und das andere, was ich manchmal schwierig finde, Gruppendynamiken können schwierig sein, und das muss man dann ja auch immer auffangen. Und mir ist immer sehr das Ensemble wichtig.
Mhm. Und ja, weniger die Einzelnen, wobei ich immer sehr versuche, die Einzelnen zu sehen. Aber manchmal heißt das dann auch, dass ich, ja, jemand, der halt sehr viel reingibt, dass ich die Person eher bremsen muss, damit andere zum Zug kommen. Das finde ich manchmal auch sehr schwierig auszutarieren. Oder auch wenn ich merke, es gibt solche, die eben da geht die müssen zuerst mal wieder lernen, dass sie als Gruppe funktionieren und nicht, dass es nicht um sie als Einzelperson geht. Und natürlich geht es um sie als Einzelperson. Natürlich möchte ich, dass alle ein tolles Erlebnis haben, aber dass es nicht darum geht, dass sie die Stars sind, sondern dass sie im Ganzen zur Geltung kommen. So. Mhm. Ja, das finde ich, je nach Gruppe, es gibt Gruppen, da ist das kein Problem, aber je nach Gruppe, ja, dann gibt es halt dann auch sozial zum Teil so ein bisschen, so ein bisschen Dynamiken, die zum Teil auch schwierig sind. Ja, und das Schönste finde ich ähnlich wie du. Also ich finde es immer extrem schön, wenn ich merke, bei einem Kind hat sich in irgendeiner Weise hat ein Prozess stattgefunden. Also es kann sein, dass ich merke, hey, ja, dieses Kind hat jetzt wirklich schon verstanden, wie es auf der Bühne sein muss. Oder ich merke, dieses Kind kommt viel gelöster und zufriedener als noch vor einem halben Jahr. Oder fühlt sich wohler in der Gruppe. Also können ganz verschiedene Sachen sein, aber das so zu sehen, hey, da passiert was und die Kinder entwickeln sich, das finde ich auch sehr schön. Und etwas von meinem allerliebsten, das ist immer nach der Aufführung, weil ich die Kurse ja nicht meistens mit einer Aufführung beende. Und es ist meistens so ein Riesenstress bis dahin. So dieser Schlussstress. Und dann gehen da die Kinder auf die Bühne und plötzlich sind sie ganz groß. Und nach der Aufführung, da haben sie wirklich so dieses Strahlen von, wow, wir haben das geschafft und es war toll und es war gut und so diese Zufriedenheit. Und das finde ich immer wunderschön. Ja. Cool. Ja. Okay, good. Thank you. And that concludes our brief session discussing teaching and schooling. And yeah, so thanks very much for watching. Tschüss. Cheers. Bye.